Einen wunderschönen guten Tag, schön, dass ihr wieder eingeschaltet heute auf meinen Kanal bei Rund um Star Citizen mit den Facts. Heute gucken wir uns den Inside Star Citizen an, der gestern rausgekommen ist, was ich schon mal sagen kann. Sehr coole Sachen, zum Beispiel auch, dass ihr die, sag ich mal, Kästen aufmachen könnt oder Touren oder zum Beispiel auch Container und dass da auch Inhalte drin sind, dass da Stuff vorhanden ist, den wir auch rausnehmen können und auch direkt in unseren Rucksack reinpacken können. Ach, nicht lange quatschen, lasst uns das doch einfach mal direkt angucken im Inside Star Citizen und darüber sprechen und ein bisschen philosophieren. Würde ich mal so sagen, let's go, Abfahrt. Und los geht's! The interactions that we have in our game define how reactive the environment is, define how simulated that space feels, how real and immersive it reacts. Was man natürlich jetzt auch sehr schön sehen kann, dass man die Sachen rausnehmen kann aus den Containern, dass man mit den Sachen, mit den Stuff auch direkt, sag ich mal, reagieren kann. Du kannst sie rausnehmen, du kannst sie irgendwo hinstellen. Du kannst auch mit den Sachen direkt interagieren oder auch direkt feststauen in deinen Rucksack, was natürlich schon sehr cool ist, dass sie jetzt endlich weitergehen, dass wir auch in den, sag ich mal, Schubladen oder Truhen oder egal was wir finden, wo nachher Items drinne sein können, dass wir die auch rausnehmen können, mit denen eben dass wir sie benutzen können oder dass wir damit auch Sachen nachher kombinieren können. Das ist natürlich schon auf jeden Fall eine sehr schöne Sache. Freue ich mich wirklich sehr drauf, wenn das Feature erstmal drin ist. Sehr cool auf jeden Fall. And is a big part of driving emergent gameplay of I see a thing, I understand it, I expect it to behave a certain way, and then it does. We make zoos primarily to demonstrate a playground of the functionality that we have. And also, here is an example setup of how those things are achieved. A designer is able to go in and see that if they've had any issue with their own implementation prior to bothering an engineer, they can take a look at the gold standard of here's a. Was natürlich cool ist, sie haben jetzt ein Setup eingerichtet, wo sie eine Test, sag ich mal, Strecke haben, wo sie eine Testumgebung haben mit diesem Setup, wo sie zum Beispiel das Lightning ausleuchten können und wie sie dann eben auf die Sachen drauf interagieren können. Das sehen wir auch gleich, dass zum Beispiel eine Lampe kaputt geschossen werden kann, eine Röhrstofflampe hier zum Beispiel, und die kann auch direkt wieder ausgetauscht werden. Das heißt, dass wir wirklich auch mit den Stuff direkt auch interagieren können. Finde ich sehr, sehr, sehr cool. Finde ich richtig cool. Und das ist, wie gesagt, hier eine Teststrecke, die sie aufgebaut haben, eine Testumgebung, wie man das eben reinbringen kann, nachher ins Game und nachher umsetzen kann. Nachher in Star Citizen direkt drinne. A thing with nothing else working. See if that gives you some hints first before we start interrupting an engineer. Und dann sieht man auch, wenn man auf die, sag ich mal, darauf geschossen hat, auf die Lichtröhre, dass man die Effekte sieht, wie die zum Beispiel kaputt geht und dass man sie dann auch direkt austauschen kann. Und das wollen sie einfach ein bisschen simulieren, damit das auch nachher richtig gut aussieht auf jeden Fall. Dann sieht man auch richtig, wie das dann eben kaputt geht. If you go in and you find it broken, that's a good moment to call an engineer. Und was natürlich auch cool ist, hier sehen wir jetzt auch einen Lichtschalter, das heißt, wir können sogar direkt das Licht ein- und ausschalten. Das heißt, wir haben hier wirklich eine Verbindung mit dem Licht und zum Beispiel mit dem Lichtschalter, was nachher auch reinkommen soll, mit den ganzen, in den Raumschiffen, dass wir auch nachher Lichte, also sag ich mal, in größeren Raumschiffen auch Licht einschalten können in bestimmten Bereichen. Und das finde ich schon sehr, sehr, sehr cool, dass sie das auch mit reinbringen wollen. Das bedeutet natürlich auch die ganze Verkabelung oder die Verbindungen, die müssen natürlich auch dann auf jeden Fall auch eingerichtet werden in den Schiffen. Finde ich schon ganz cool. All that in mind, we've been making an interaction zoo, a place to demonstrate all of the different nuanced and complicated interactions that we can get between a bunch of different entities that designers can go take a look at and draw inspiration from to pull into their levels, their ships, their whatever environments we're making. Ja, hat man gerade zum Beispiel gesehen, da war eine Tür, die konnte man auf und zu machen, da hat man oben so einen Haken reingesetzt, dass die Tür nicht mehr aufgeht. Also wir werden verschiedene, unterschiedliche Möglichkeiten haben, nachher unsere Türen zu verschließen, abzuschließen oder auch wenn die Energie weg ist, wie wir die Türen dann wieder auch aufbekommen. Das heißt, da haben wir auch natürlich auch nachher ein Problem, wenn die Energie nicht da ist, um die Tür aufzumachen, wie bekommen wir denn die Tür auf? Sehen wir aber auch gleich im Inside Star Citizen, da zeigen sie das nämlich auch gleich und das ist sehr cool gelöst, dass es sowas gibt wie eine Zange, wie auch im echten Leben, die zum Beispiel eine Fahrstuhltür dann so auseinanderzieht und sowas setzen die dann quasi auch ein, finde ich sehr, sehr, sehr geil. The reason I like zoos, philosophically, I believe as a game designer, the two core parts of gameplay are collision and doors.
With our doors, we've got all these automatic doors, and those doors connect between rooms, and every time a door... Ja, es gibt ja Türen, die gehen automatisch auf, dann gibt es Türen, die gehen nicht automatisch auf, die musst du vorher anklicken und du kannst auch nachher die Türen zum Teil auch, sag ich mal, automatisiert laufen lassen. Das heißt, du kannst die Türen so einstellen, dass sie erstmal automatisch aufgehen oder du kannst sie auch so einstellen, dass du sie anklicken musst und dann gehen die Türen auf. Finde ich eigentlich ganz cool. Also da wird es, wie gesagt, verschiedene Sachen nachher geben, unterschiedliche Türen und zum Teil kann man die Türen dann auch so einstellen, wie sie dann aufgehen sollen. Du kannst sie natürlich auch verschließen damit, denn so auch gesehen auch. Doesn't react the way you expect, it breaks your immersion and pulls you out of the game. Even with something simple like a control panel, we can explore things like enabling and disabling the proximity sensor so that you have control. Da habt ihr den Sensor on, Sensor off gesehen. Ich werde noch mal ganz kurz ein bisschen zurückspringen, damit ihr das seht, was ich genau meine. Hier steht jetzt Sensor off. Das heißt, der Sensor ist aus. Wenn ihr jetzt hingeht, dann wird die Tür sich nicht automatisch öffnen, dann müsst ihr sie oben. Das heißt, ihr habt dann diesen typisches Panel, wo ihr das dann eingeben könnt, Sensor ja, nein, oder eben Tür selber aufmachen oder auch verschließen. Also das ist eigentlich ein ganz simples Template oder ein ganz simpler Monitor, der da dran ist, womit ihr dann die Türen direkt steuern könnt. Das finde ich schon sehr sweet. That you have control over whether or not it lets you through automatically or if you have to interact and make sure it's all working properly. Beyond the control panels, there's the doors themselves, which give us many opportunities for complex and nuanced behaviors. So we've explored things where if you cut the power to a door. Also, wenn man jetzt zum Beispiel die Power weghaut von der Tür, dann kann die natürlich nicht mehr interagieren. Was passiert denn, wenn die Tür nicht mehr aufgeht? Die Power ist einfach weg. Die Tür kann nicht mehr drauf reagieren. Auf den Sensor, der ist nicht mehr ansprechbar. Und die Tür, die geht gar nicht mehr auf, auch wenn der raufgeht auf oben. Was ist, wenn die Power weg ist von der Tür? Eigentlich eine sehr geile Sache. Guckt euch das an. Sehr cool. It'll stop its behavior. The lights will go out on the control panel and you won't be able to interact with it in that way anymore. Ist einfach aus. Maybe we make this wedge kit that you physically also dieses Rage Kit, das ist dann auch, dass du die Tür auseinanderziehen kannst. Das ist so geil. Finde ich richtig cool mit den Rage Kit. Guck mal, wie cool das aussieht. Das sieht richtig immer aus. Das sieht richtig gut aus. Finde ich sehr cool. Gefällt mir sehr gut, was TIG da baut. Da haben wir noch eine andere Möglichkeit. Wir können natürlich auch die Sachen cutten. Wir haben natürlich auch unser Multitool. Wenn wir natürlich die Stellen wissen, wo wir die Tür auch aufbekommen können, können wir natürlich auch so gesehen mit dem Multitool die Tür auch aufschweißen. Also es wird also unterschiedliche Möglichkeiten geben, nachher eine Tür aufzubekommen. Auch wenn die Power weg ist, auch wenn die Power da ist und die Tür ist verriegelt. Wie kriegst du sie dann auf? Kannst du mit dem Multitool dann versuchen, die Tür dann eben aufzucutten. If those things get changed, either by... Seht ihr, die Verriegelung wurde aufgekattet mit dem Multitool und dann wurde die Tür geöffnet. Aber das geht erst dann, wenn die Verriegelung wirklich aufgeschweißt ist, so gesehen. Some lockpicking gameplay or some damage or some external thing that we could explore even beyond, that you might trigger an alarm. When alarm triggers, we want to have that event actually get passed through the environment. And so even just by having a single chain of communication, being able to interrupt it at any stage or alter it at any stage creates all this opportunity for subversion, reaction, for the doors to get locked down. Also wenn der Alarm triggert, dann kommt es darauf an, dass die Türen dann eben alle zugehen oder aufgehen. Da hast du nachher mehrere Möglichkeiten, mehrere Sachen das einzustellen, was dann ihnen genau passieren soll, welcher Alarm losgeht, was für ein Alarm losgeht. Entweder geht dann alles auf, damit die dann wegkommen, dann kannst du natürlich auch wieder verriegeln. Also das ist natürlich auch sehr geil, dass die Türen nachher auch mit dem Alarm Abhängigkeiten sind und auch auf bestimmten Alarm drauf reagieren. Die Türen. Das finde ich natürlich schon ganz cool. Das ist dann wie ein Shot so gesehen. Da hast du einen Shot, die Türen, die verriegeln sich. Zum Beispiel Alarm geht los, die Tür verriegelt sich und dann ist das Ding zu. Zum Beispiel und den Rest des Schiffes dann eben nicht zu fluten. Oder so gesehen, dass der Sauerstoff drinnen bleibt und nicht, dass die ganzen Türen automatisch aufgehen und die ganze Sauerstoff geht raus. So gesehen haben wir auch Shots, die dann im Alarmfall dann auch reagieren können. Finde ich echt cool. And for the alarm lights to go off and start blaring, or for those things to fail to happen or get stuck in that state because something went wrong or some sabotage went right. As each thing feeds into the next behavior, it creates a world that feels real. It creates a world you can make a plan for and a world you can react to. The way in which we interact with objects in the game world is essential to creating an immersive and enjoyable experience. And we hope that many of the interactions seen here and
quite a few that are maybe a little too early to share, will make their way into the persistent universe. But before that happens, it's time once again for a sprint report, so let's get to it. Oh, was sehen wir denn hier? Oh, die Talon. Sehr geil. Ein Schiff, was mit 3.12 reinkommen soll. Die sieht so sweet aus. Wow. Das ist quasi die Talon. Das ist ein Schiff, was von Espria nachgebaut wurde von den Tevarins. Also, die Tevarin ist eine Alienrasse in Star Citizen und die Talon wurde damals geborgen von den Tevarins, wurden an der Manufaktur Espria weitergegeben und Espria hat dann ein Replika angefertigt und das dann an den ganz normalen Zivilisten verkauft als eben als Replikaschiff. Die Talon. Ist jetzt also kein Original-Talon von den Tevarins, sondern wurde so gesehen als Replikat nachgebaut und dann eben verkauft. Ahead of its intended release in Alpha 3.12. Genau, 3.12 kommt sie raus. As part of an overall effort to revamp and unify the way scanning and radar works for... Ist das da eine Idris? Ist das da deine... Das ist eine Idris! Holy shit! Und da... Oh, das ist... Also Idris, da macht mich immer... Wenn ich eine Idris sehe, da wäre ich immer ganz komisch. Ist einfach so. Ist einfach so. Aber die Idris, wisst ihr selber, ist einer meiner Lieblingsschiffe. Und guckt euch mal auf der linken Seite, wo ich euch das gerade zeige, den Stein an, den seht ihr gerade noch nicht so richtig. Da ist nämlich mal ein Bild drüber. Aber der sieht schon sehr geil aus, der Stein. Also die Steine, die Asteroiden im Weltraum, die werden auf jeden Fall auch nochmal sich ändern. Und es wird auf jeden Fall auch noch schicker werden. Aber ist ein anderes Thema. Vehicles and FPS players alike, the vehicle tech team has progressed on what they're calling the Radar Object Collection Subsystem. Now, using a temporary back-end UI at the moment while it's still being developed, this will eventually form the underlying basis of finding and filtering almost anything with an ambient signature. You can see how enabling the resource filter shows mineable rocks ahead, while toggling the infrared adds the cutlass info that's a bit farther behind them. Now, since not all scanning options will be available in all situations, reducing our options down to a simple cross-section scan means that we can see the ship when unobstructed, but that scan data is now occluded as asteroids or other items come between you and your target. Das ist natürlich cool. Das geht es darauf mit einem Scan, wie du das mit einem Scan kannst zum Beispiel. Wenn du da eine Cutlass hast oder ein Raumschiff hast, dass du das scannst, dass du siehst, was in den Raumschiff auch nachher drin ist, was da für Komponenten drin sind. Was auch geil ist, dass du deine Umgebung scannen kannst. Du kannst ein direktes Target anvisieren und scannen und dann siehst du wirklich auch die Information dazu oder den Stein drumherum so gesehen. Was natürlich ganz cool ist, gefällt mir sehr cool, dass die Signaturen, kommt das natürlich auch drauf an, was das denn noch für eine Signatur hat, wann du das Raumschiff dann eben erkennen kannst mit deinem Radar. Das ist so ein bisschen eben abhängig, was hast du für ein Raumschiff, was ist für ein Radar verbaut und wie weit kannst du denn mit dem Raumschiff dann scannen und dann kann sich zum Beispiel auch, wie wir das jetzt hier sehen, kann sich dann die Cutlass zum Beispiel hinter einen Stein verstecken und wenn die Cutlass sich hinter einen Stein versteckt hat, dann wird es natürlich problematisch mit dem Scan für das andere Schiff, es sei denn, die Signatur kann noch erfasst werden um den Stein drumherum. Das ist auf jeden Fall eine sehr geile Sache, die sie auch reinbringen möchten. Ist natürlich auch wichtig für Stealths oder für Sachen, wenn man sich anschleichen möchte, dass man sich dann auch so gesehen hinter großen Asteroiden oder dass man den auch als, sag ich mal, als Point of Contact sehen kann, indem man sich dahinter verstecken kann. Das heißt, wenn du zum Beispiel einen großen Asteroiden hast, kannst du dich dahinter verstecken. Wenn du weißt, von da kommt vielleicht irgendwie eine Hull E, eine Hull C, du möchtest sie vielleicht überfallen, dann versteckst du dich vielleicht mit deinem Squad hinter irgendeinen Stein, hinter einem Meteoriden und wenn die vorbeigeflogen sind, greifst du von hinten an zum Beispiel, ne? Weil die dich vorher nicht erkennen konnten und du bist dann quasi um den Stein so herum geschwebt, sag ich mal, dass sie deine Signatur nicht richtig erfassen konnten. Da kannst du natürlich sehr viel machen, gerade auch, was wir letztens hatten mit den Battery Gameplay, das heißt, du kannst ja dein Power Planet ausmachen. Wenn du dein Power Planet ausgemacht hast, kannst du über den Batteriebetrieb weiterfliegen. Das ist sowas wie eine Schleichfahrt. Und wenn du natürlich dann den Asteroiden noch mitnimmst, dass er dann deine Signatur nicht erfassen kann von deinem Raumschiff, das ist natürlich schon geil. Sehr cool. Now, as this develops, it will apply to both ships. Jetzt sieht er wieder die Signatur. Habt ihr gesehen? Das habt ihr unten gerade gesehen. Signatur und jetzt sieht er die Signatur wieder. Und jetzt war die Signatur wieder weg, weil der Stein dazwischen war. Ist schon geil. Gascloud-Tech in der Raumstation. Holy shit, sieht das Gas? Hier haben wir eine Gascloud-Tech, eine große Gascloud-Tech, was mit 3.12 auch reinkommen soll. Und hier sehen wir jetzt zum Beispiel eine Refinerie-Station, was natürlich sehr schön aussieht in der Gas, sag ich mal, so ein Gasnebelverbund. Das sieht schon sehr cool aus, dass wir solche Raumstationen haben in so einem Gasnebelverbund. Sieht schon richtig, richtig sweet und sehr, 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 sehr cool aus. Richtig nice. Holy moly, sieht das gut aus, ihr Lieben.
but it will also have to be balanced with our desire to avoid turning our major trucking lanes into obstacle courses. Well, not all of them anyway. Now, while the look of these are coming along nicely, we'll Da talk freue ich mich more about wirklich sehr how drauf. Das ist einer actual meiner design Highlights mit der gameplay Gascloud-Tech software work und mit den next week. Stationen da drin, wenn wir da so durchfliegen. Das ist Finally, einer meiner let's Highlights in check in once 3.12. again with the Yo, wie ongoing cool ist work das of our denn? colonial-style Hier homestead. sehen wir jetzt, ich mache einmal ganz kurz Stopp, hier sehen wir jetzt die ganzen neuen Stationen auf dem Planeten, auf dem Mond, auf den Außenposten, dass so ein Außenposten quasi aufgebaut wird, eine Kolonie von mir aus, und diese Kolonie wird natürlich auch eingerichtet werden. Das sieht so geil aus, die ganzen Bilder haben wir auch schon gesehen im Subscriber-Bereich. Könnt ihr gerne mal reingucken, wenn ihr zum Beispiel Subscriber seid bei CIG, dann habt ihr den Subscriber-Bereich und da findet ihr ganz, ganz viel Informationen zu diesen, sag ich mal, ganz normal Bodenhäuser oder, sag ich mal, Stationen oder die Außenposten, wie die nachher sich aussehen könnten, was sie für Gebäude haben, wie die Gebäude nachher reingebracht werden, wie die Gebäude aussehen sollen, zu den unterschiedlichen Gebäuden. Ist es ein kalter Planet? Ist es ein Eisplanet? Ist es vielleicht ein Wüstenplanet? Dass, sag ich mal, der Außenposten auch mit den Gebäuden sich schon sehr, sehr da reinpassen zu den Planeten mit ihren Gegebenheiten, und das finde ich schon sehr geil. Freue ich mich wirklich sehr, sehr, sehr drauf. Aber gucken wir uns mal die Bilder an. Sieht wirklich sehr cool aus. We saw the 2D concepts turned into 3D concepts. And that was a big step in helping us. Also es ist ein ganz, ganz großer Step, dass sie den reinbringen, und wir können auch mit mehreren Sachen hier interagieren, mit den NPCs, mit den Questen, mit den Auftraggebern zum Beispiel, dass wir auch dass uns vielleicht sogar eine Quest zu so einem Außenposten hinführt und dass wir die Quest dann eben weitergeführt wird zum nächsten Außenposten, dass wir wirklich die ganzen Außenposten auch nachher in-game erleben können. Finde ich geil, das war ja schon, hatte ich auch schon früher schon mal gesagt, dass die Außenposten wirklich dafür da sind, wo wir Questgeber finden können, wo wir auch mit Leuten interagieren können, wo wir vielleicht auch mal eine Bar haben, vielleicht auch eine Quest rauskriegen können. Das ist schon geil. Auf jeden Fall hat das sehr viel Potenzial und ist auch ein ganz, ganz großer Step für Star Citizen selber, für CIG auch, dass sie das ins Game mit reinbringen. Sehr geil. Freue ich mich wirklich sehr cool drauf. Visualize and evaluate the direction we wanted to take them. What you're seeing here is the next step in that look dev process. Das sieht schon geil We've aus. now taken the raw, very rough 3D concept meshes and brought them down to a planet in engine, similar to the way Alleine the mit dem team reviewed 3D Gladius-Cockpit da docking vorne, ne? Das concepts sieht cool aus. by Das sticking sieht them so onto cool aus mit dem existing seascapes. Gladius-Cockpit da vorne. Das sah echt geil Now, aus. it's important to note Holy here shit, that sieht das these gut are aus. still Wow. concepts and that Bin the ich wirklich, ich process finde of das so building cool. them into Das gefällt viable mir in-game wirklich sehr assets gut, muss has ich not zugeben. yet begun. Das passt So sehr let's gut set rein in our Star expectations Citizen. accordingly. Tests like this are used to help us evaluate things like shape language, how the structures feel along or against certain landscapes, what kinds of visual stories. Was auch schön ist, guckt euch mal an, wie dreckig die zum Teil aussehen. Das heißt, sie veralten auch, also die Physik wird auch wieder angepasst von den Gebäuden, dass sie auch älter, dass sie dreckig aussehen und nicht wieder so neu, modern einfach hingestellt, dass sie gerade quasi aus der Fabrik kommen. Finde ich cool, dass sie auch mit altern werden, finde ich geil. Und so gesehen auch mit der Zeit auch kaputt gehen können, finde ich auch sehr cool. Bin ich wirklich sehr gespannt drauf, freue ich mich wirklich drauf. Can be told through placement, orientation, or combination, and even be used to help identify any sort of structure type that might still be missing from the proposed toy box. Beyond this test, it's also just a really cool look into Star Citizen's future, when one day frontier towns full of NPCs with jobs or missions can be found throughout the universe, and then one day later, players themselves creating outposts all their own. Rest assured that as work progresses, we'll keep following. Sehr schön. So what did we learn about this week? Well, that there's a lot of potential in the way that we interact with doors, airlocks, and more in creating new gameplay opportunities. Was haben wir gelernt diese Woche über Licht, über Türen, über Verschließen von Türen, Aufmachen von Türen? Dann haben wir eben auch noch uns angesehen, die Raumstation in den Gaswolken, was total cool aussieht. Das sah richtig, richtig cool. Solche große Gaswolke, wo eine Raumstation drin ist. Vielleicht auch eine Raffinerie. Und was auch cool ist, der letzte Step mit den Außenposten auf dem Planeten, mit den neuen Gebäuden, mit denen man auch nachher interagieren kann. Sehr geil. Vielen lieben Dank dafür an dieser Stelle. Sehr, 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 sehr cool.
Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, fürs Mitmachen. Wir sind durch mit den Inside Stars für diese Woche. Ich versuche das jetzt immer erstmal regelmäßig, immer nach dem Freitag, also Donnerstag kommt die Sendung ja raus für uns und ich werde sie dann versuchen, am Freitag für euch morgens aufzuarbeiten und dann rauszubringen, wenn es mir die Zeit gelingt, werde ich das auf jeden Fall so beibehalten. Wenn ihr Bock habt, könnt auch sehr, sehr, sehr gerne direkt auch heute Abend live auf meinem Twitch-Kanal, würde ich mich freuen. Ich bin ja das ganze Wochenende live, so gesehen Freitag, Samstag und auch Sonntag und Montag und dann auch schon wieder am Mittwoch. Das heißt, ich bin 5-mal für die Woche für euch live auf Twitch, deswegen, wenn ihr Bock habt, kommt auch gerne auf Twitch live mal bei mir vorbei, könnt ihr gerne mal reinschauen, einfach die ganzen Beschreibungen zu meinem Channel, zu meinem Instagram, zu meinem Twitter, was ihr auch so benötigt oder zu meinem Twitch-Channel, findet ihr alles unten in der Beschreibung. In diesem Sinne wünsche ich euch noch ein sehr cooles Wochenende, kommt gut durch den Freitag durch und wir sehen uns dann, wenn ihr überhaupt Lust habt, heute Abend live auf Twitch, so gegen 17 Uhr werde ich loslegen. Bis dann, euer Flexi, bye, ciao, tschüss ihr Lieben.